Hey ihr Lieben, in diesem Video habe ich für euch eine unfassbar leckere Mango-Spekulatius-Torte. Schritt für euch erklärt und ganz einfach zu machen. Los geht's! Als erstes bereite ich den hellen Boden vor. Dazu benötige ich einmal 3 Eier. Für den Boden immer am besten alle Zutaten auf Zimmertemperatur. Dann gebe ich eine Prise Salz hinzu, etwas Zitronenpaste, ihr könnt auch stattdessen Zitronenzeste nehmen von einer Bio-Zitrone und 100 Gramm Zucker. Das Ganze wird jetzt erstmal schaumig aufgeschlagen, das dauert so ungefähr 8 bis 10 Minuten. Und dann braucht ihr Mehl mit Backpulver und das sieben wir vorsichtig hinein. Das wird jetzt nicht mehr mit der Küchenmaschine verrührt, sondern mit einem Teigschaber oder mit einem Schneebesen, je nachdem mit was ihr besser klarkommt. Wenn ihr dann das Mehl vorsichtig untergerührt habt, kommt das Ganze in eine Springform. Meine hat einen Durchmesser von 26 cm. Vorsichtig rütteln und ab damit in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten je nach Backofen. Sollte er euch am Ende etwas zu dunkel werden, einfach mit Alufolie abdecken. Dann den Biskuitboden vorsichtig von der Springform lösen und dann auskühlen lassen. Und dann geht es weiter mit dem dunklen Biskuitboden. Dazu benötigen wir wieder 3 Eier. Eine Prise Salz und Zucker. Das wird jetzt wieder so circa 8 bis 10 Minuten mit der Küchenmaschine aufgeschlagen, bis es sich deutlich verdoppelt hat. Dann habe ich hier Mehl, Backpulver und Backkakao. Das wird vorsichtig hineingesiebt und dann nicht mehr mit der Küchenmaschine verrührt, sondern mit dem Teigschaber oder mit einem Schneebesen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Der Teig kommt dann wieder in die Springform, also auch 26 cm vom Durchmesser, Backofen vorgeheizt, 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten je nach Backofen. Für die Creme brauchen wir einmal Mascarpone, Vanillezucker und ich habe jetzt ungefähr 3-4 Esslöffel Zucker benutzt. Falls es jemand süßer mag, kann natürlich mehr hinzufügen. Das Ganze habe ich jetzt erstmal kurz aufgelockert mit der Küchenmaschine. Ihr könnt natürlich auch ein Handrührgerät benutzen. Und dann gebe ich nach und nach die Sahne hinzu. Also ich füge erstmal ein bisschen Sahne hinzu, lasst das rühren und unter ständigem Rühren fügt ihr dann die restliche Sahne hinzu. Das Ganze wird dann auf hoher Stufe cremig aufgeschlagen. In der Zwischenzeit habe ich jetzt hier Mangosaft und gebe dann Agar-Agar hinzu. Gibt es als Blätter, solche Blätter, und gibt es auch als Pulverform, je nachdem, was ihr gerade bekommt. Und das wird jetzt 2 Minuten sprudelnd aufgekocht, wie in der Anleitung beschrieben, aber mit 150 Milliliter Mangosaft. Danach, wenn die Creme fest geworden ist, gebe ich noch 150 Gramm Naturjoghurt hinzu, verrührt das Ganze nochmal mit dem Teigschaber. Und wie gesagt, die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Hinterlasst mir doch gerne auch einen Daumen nach oben, falls euch das Rezept bis hierhin gefallen hat. Jetzt entnehme ich mir für die restliche Deko etwas von der Creme. Stelle es so lange in den Kühlschrank. Hier habe ich Mangosaft aufgekocht mit dem Geliermittel, lasse es kurz auskühlen. So nach 2-3 Minuten gebe ich ungefähr 2 Esslöffel von der Creme hinzu, verrühre das am besten mit dem Schneebesen und erst dann gebe ich das zur restlichen Creme. Alles vorsichtig unterheben. Und wer mag, kann jetzt die Mangos hinzufügen, gestückelte Mangos mit Spekulatius. Das hatte ich auch ursprünglich eigentlich vor, aber dann habe ich es dann doch sein gelassen und mache es am Ende jetzt anders. So, ich fange jetzt mit dem hellen Boden an und lege darum einen Tortenring. Dann beträufle ich den Boden mit etwas Mangosaft, nur für den Geschmack. Nicht so viel, dass der euch durchnässt wird, dass er so richtig matschig wird. Nur ein paar Löffel. Ich habe jetzt hier 4-5 Esslöffel benutzt. Und dann gebe ich einen Teil meiner Creme dazu. Teilt euch die Creme bitte dann auch ein, damit ihr jeden Boden auch schön bestreichen könnt. Das Ganze einmal gleichmäßig verteilen
und dann gebt ihr Mangostückchen hinzu. Ihr könnt frische Mango nehmen oder aus der TK-Abteilung. Ich habe jetzt einfach hier TK-Mangos genommen und dann einfach mit Spekulatiusstückchen nochmal verfeinern. Wie gesagt, ihr könnt ja vorher direkt die Mangos und Spekulatiuskekse in die Creme hineingeben. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Als nächstes folgt dann der dunkle Boden, ebenfalls mit Mangosaft etwas beträufeln, nicht so viel. Und dann kommt wieder eine Schicht von der Creme. Gleichmäßig und glatt verteilen und dann kommen wieder Mangostückchen hinzu und zerbröselte Spekulatiuskekse. Dann folgt der helle Boden, wieder dann die Creme. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, freue ich mich, wenn ihr das jetzt tut, dann verpasst ihr auch keine weiteren Rezepte mehr von mir. Zum Schluss habe ich noch den dunklen Boden, den gebe ich jetzt einmal hier vorsichtig drauf, etwas andrücken. Wie ihr seht, ist mein Tortenring nicht so hoch, um die restliche Creme darauf zu verteilen. Deshalb hebe ich den Tortenring leicht an und drücke die Torte etwas runter, damit ich noch ein bisschen Platz habe für die restliche Creme. Die wird jetzt einmal oben drauf gleichmäßig und glatt verteilt. Und wenn ihr das dann einmal gleichmäßig glatt verteilt habt, schön verstrichen, kommt dann die Torte für circa 3 bis 4 Stunden erstmal in den Kühlschrank. Nach 4 Stunden habe ich dann den Tortenring entfernt. Sieht doch schon mal super aus, vor allen Dingen mit dem Wechsel hell-dunkler Boden. Hier habe ich Mandelblättchen vorbereitet, einfach in der Pfanne ohne Fett goldbraun anrösten. Und dann, wie gesagt, habe ich mir meine restliche Creme aus dem Kühlschrank genommen und damit verstreiche ich jetzt den Rand. Ich habe übrigens auch eine No-Bake Spekulatius-Torte, verlinke ich euch alles in der Infobox. Wenn ihr dann fertig seid, nehmt ihr dann die Mandelblättchen und drückt das einfach mit der flachen Hand an den Rand. Das, was runterfällt, einfach wieder aufsammeln und wieder andrücken. Zur Hilfe könnt ihr euch auch so einen Spachtel nehmen oder mit einer Zitrone, so einer halben Zitrone geht auch. Zum Schluss habe ich noch die Torte mit Sahnehäubchen dekoriert und Mangostückchen. Dann habe ich eine kleine Schüssel, noch ein paar Spekulatiuskekse hinzugegeben und dann einfach so mit einem Glas, mit einem flachen Boden flach gedrückt und die gebe ich jetzt in der Mitte der Torte. Mit meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung habt ihr im Nu diese super leckere Mango-Spekulatius-Torte zubereitet. Und der Anschnitt lässt sich sehen. Findet ihr nicht? Ich finde sie super klasse, passt perfekt jetzt zur Weihnachtszeit. Und damit könnt ihr wirklich eure Gäste beeindrucken. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.